Ihr habt Bock auf Automatisierung? Dann seid ihr bei Jumo genau richtig. Hier ist wieder der Michael und jetzt legen wir los mit einem Thema aus dem Bereich Promotion. Im Genaueren werde ich euch heute unser neuestes Familienmitglied der Automatisierungssysteme, den Jumo Varitron 300, vorstellen. Ja, und am Rande kann ich sagen, dass sich darüber nicht nur sein großer Bruder, der Jumo Varitron 500, freut. In dem Sinne, los geht's! Ja, dann legen wir wieder gemeinsam los und wie versprochen habe ich euch heute unser neuestes Familienmitglied im Bereich der Automatisierungssysteme mitgebracht, unseren Jumo Varitron 300 mit Funktechnologie. Ja, dann möchte ich auch gar nicht länger mit der Vorrede verschwenden. Denk, wir legen direkt los. Daher Bühne frei. Den Trommelwirbel, den sparen wir uns heute für unseren Hauptdarsteller, den Jumo Varitron 300. Ja, hier sehen wir das gute Stück, das wir im Jahr 2021 präsentieren können. Ja, jetzt habe ich euch mal die wichtigsten Facts mitgebracht, einfach einen kurzen Steckbrief zum Produkt. Das gehen wir zusammen durch, dass ihr wisst, was ihr mit dem neuen Jumo Varitron 300 für Applikationen und für Lösungen realisieren könnt. Ja, die Hardware, die wir hier mitbringen, ist für die Leistungsklasse sehr leistungsstark. 800 MHz Prozessor, CPU kommt hier zum Einsatz. Dann können wir bis zu 8 unserer bewährten I/O-Module hier anschließen. Ja, wir nutzen die Codesys Version 3.5 als Programmierumgebung, aktuell mit dem Service Pack 16. Genauso haben wir Node-RED kostenfrei mit integriert als Entwicklungsumgebung. Dann nutzen wir die Visualisierung von Codesys vollumfänglich, genauso wie zahlreiche Feldbussysteme, die auch hier am unteren Bildschirmrand gezeigt sind. Wir sehen hier OPC-UA, Bugnet, auch das haben wir integriert, Modbus oder EtherCAT. Die sind dann alle kostenpflichtige Typenzusätze, die ganz bequem und einfach bei uns erworben werden können. Ja, dann sehen wir den Fokus schon auf das Display mit Folientastatur gerichtet. Auch das wie beim großen Bruder Varitron 500 hier verbaut. Das Produkt kommt standardmäßig mit einer USB-Host-Schnittstelle, genauso wie immer 2 Ethernet-Schnittstellen verbaut sind und eine ES485-Schnittstelle. Ja, eine optionale Geschichte, eine Besonderheit, die uns auch einmalig macht mit unserem Jumo Varitron 300, ist das WTrans Gateway. Damit können wir bis zu 32 kabellose Sensoren von Jumo anbinden und dazu habe ich jetzt noch ein paar mehr Infos. Ja, wir sehen hier ist unser Jumo Varitron 300 als WTrans-Empfänger tätig. Das heißt, wir können hier unsere Jumo WTrans-Sensoren anbinden. Da haben wir 4 verschiedene im Portfolio. Wir sehen hier den WTrans P, das ist ein Drucksensor. Dann den WTrans B, das ist eine spezielle Form des Messumformers, ein Kopfmessumformer. Unser WTrans T, das ist ein Einstech-Temperaturfühler. Und eben der WTrans E01, der ist vor allem für Klimadaten wie Temperatur, Feuchte oder CO2-Werte. Ja, dann noch ein paar Besonderheiten, ein paar spezielle Funktionen, die ich herausstellen möchte. Das ist die Datenaufzeichnung. Das ist möglich mit dem Jumo Varitron 300, wie man das natürlich von anderen Jumo-Produkten wie unseren Bildschirmschreibern auch schon gewohnt ist. Ja, die Daten werden über die REST API letztendlich in unseren SmartWare Data Store gesendet im JSON-Format. Und was ist der Mehrwert für den Kunden letztendlich für euch? Ihr könnt hier bis zu 60 Kanäle in unseren Data Store transferieren mit dem Jumo Varitron 300. Genauso könnt ihr bis zu 10 Chargen in den Data Store transferieren und das Gesamte
Lizenzkonzept und die ganze Auswertung, die findet dann in der Smartware Evaluation statt. Ja, hierzu werden wir auch noch ein Video machen, um zu zeigen, wie verbinden wir denn den Jumo Varitron 300 mit der Smartware Evaluation, beziehungsweise wie kann ich meine Daten hier auswerten. Weiterer Punkt ist die Anbindung an unsere Jumo Cloud. Ja, wie funktioniert das? Die Daten werden hier via MQTTS an unsere Jumo Cloud gesendet. Hier ist ein Edge Gateway in unserem Varitron integriert. Das heißt, die Konnektivität, die ist sehr leicht herzustellen, da wir da wirklich einen Mechanismus mit in unser Webcockpit zum einen und zum anderen in die Jumo Cloud integriert haben. Dann ist es hiermit möglich, die Prozesswerte aus dem Feld über den Varitron in die Cloud zu transportieren, und auch hier das gesamte Lizenzkonzept findet in der Jumo Cloud statt. Das heißt, für die Konnektivität zu unserer Cloud fallen auf Geräteseite keine zusätzlichen Kosten ein. Die einzigen Kosten sind dann diejenigen, die natürlich in der Cloud für die Zugriffe auf die jeweiligen Prozessdaten entstehen. Ja, es gibt natürlich noch viele weitere Funktionalitäten, wie zum Beispiel unsere I/O-Module, wo unser Hardware-Regler mit angebunden werden kann. Dann habe ich Ihnen schon gezeigt, die Datenaufzeichnung, die Anbindung der Jumo Cloud, die WTRAN-Sensoren. Wir sehen damit, dass wir wirklich der SPS von Jumo, dem Jumo Varitron 300, spezielle Jumo-Funktionalitäten einhauchen und somit einfach Mehrwerte im Vergleich zu Standard-SPSen schaffen, die wir im Wettbewerb so finden. Dann arbeiten wir natürlich, wie bereits erwähnt, mit Codesys und Node-RED als Programmierumgebungen, um einige wichtige Funktionen zu nennen. Und ich denke, wenn wir uns das so anschauen, dann kommt man relativ schnell zu dem Vergleich, dass wir so eine hohe Vielseitigkeit und Flexibilität im Produkt haben, dass ja, die Analogie zum Schweizer Taschenmesser nicht weit entfernt ist. Wir sehen das auch hier ganz schön, wenn man die verschiedenen Funktionen mal hochfahren lässt. Wir haben auf Seite des Varitrons vielfältige Funktionen, genauso auf Seiten des Schweizer Taschenmessers. Und wichtig ist an der Stelle in meinen Augen zu sagen, dass wir hier wirklich ein All-in-One-Produkt geschaffen haben, aber bewusst habe ich Altogether hier in Klammern gesetzt, denn es ist ganz klar ein Produkt für die kleineren und mittleren Applikationen. Und wenn wirklich noch mehr Leistung gefordert sein sollte, haben wir die Lösung im Portfolio. Das heißt, hier kann der Jumo Varitron 500 zum Einsatz kommen. Ja, noch eine wichtige Besonderheit. Wie bekommen wir denn die I/O-Module angebunden? Dazu haben wir den Jumo Router Modul oder das Jumo Router Modul Einport kreiert. Das sehen wir hier. Das ist für die Integration der I/O-Module. Wie funktioniert das oder warum brauchen wir das? Wir sehen hier beim großen Bruder, der hat diesen Seitwandbus-Ausgang. Das haben wir beim kleinen Bruder bewusst nicht integriert aus Kostengründen. Daher in der Kombination mit dem Einport-Router-Modul dieselbe Funktionalität. Hier unten sehen wir das dann mal in freier Wildbahn quasi, wie das aussieht in der Applikation. Das heißt, man verbindet per Ethernet einfach das Router-Modul mit unserem Varitron 300 und kann dann so ganz einfach und bequem die etablierten Jumo I/O-Module anbinden. Ja, dann schauen wir uns noch die Anwendungen an. Die dürften für viele von euch nicht neu sein, da wir hier natürlich dieselben Anwendungen nutzen wie beim Varitron 500. Das heißt, auch hier kommt unser Smartware Setup Varitron zum Einsatz, die Codesys, Node-RED und eben das Jumo Web Cockpit. Okay, das soll es mit der Kurzvorstellung gewesen sein. Ja, nun gilt es, das Produkt hinaus in die Welt zu tragen, damit viele tolle Automatisierungslösungen umgesetzt werden können und so den Markt zu erobern. Und ja, das war es an dieser Stelle für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen oben da. Bis zum nächsten Mal und euch noch einen tollen Tag. In dem Sinne, ciao.